Es gibt Namen für Firmen, die selbstsprechend sind. Diese Firma heißt Holzkiste. Und jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen, naja, so eine Holzkiste, die baue ich mir mal eben selber. Aber der Teufel liegt im Detail. Hier ist zum Beispiel eine Holzkiste, die ist als Ladung einfach verzurrt. Und damit mache ich aus einem ganz normalen Transporter, den ich bekomme, was weiß ich, bei Sixt oder so, könnte ich in Urlaub fahren, oder? Ja, richtig. Also der Gedanke ist einfach dahinter, aus einem normalen Fahrzeug in Windeseile einfach ein Campingfahrzeug zu erschaffen. Wie man hier sieht, das ist die Kombikiste. Die ist von den Maßen so gemacht, dass sie in relativ viele Kombis, SUVs und halt Hochdachkombis funktioniert. Und der Vorteil ist ganz einfach, dass man mit einer Kiste viele bedienen kann. Grundsätzlich geht es halt darum, das Maß. Wir haben hinten eine Gesamttiefe von 65 cm. Das heißt, die passt eigentlich in jeden Kombi rein. Und das ist das Schöne daran. Wir haben eine Breite von 95 cm, was eigentlich auch so ziemlich für alle funktioniert. So, ich habe dich da mal reinsetzen lassen. 1,66 Meter, Simone. Ja. Unser wandelndes Metermaß, was da ist. Was ist das für ein Kombi hier? Das hier ist jetzt ein Torsus TerraStorm. Der ist nochmal umgebaut dementsprechend. Hier sprechen wir natürlich von einem Transporter. Ohne Probleme, aber auch in einem Vito oder normalen Hochdachkombi zu platzieren. Aber schön ist, du hast hier viel Raum. Also das ist ja für Leute, die sportlich unterwegs sind, wie hier Simone, 22 Jahre alt, will gar nicht so ein fix und fertig ausgebautes Auto haben, sondern ich sag mal Strand, Feeling, Kitesurfen, yes. Dann anschließend hier rein, aufmachen, kochen, hier Bier trinken. Echt, du trinkst Bier? Ja, ab und zu schon. Sie spielt auch Handball. Das ist so auch ein Teil des Konzeptes. Es kommt immer mehr. Dass die Leute ja, definitiv. Also es geht ja einfach um das Schnelle. Also man kommt von der Woche nach Hause, ist geschafft und möchte einfach mal campen gehen. Und wenn man, sage ich jetzt mal, das Thema nicht so hat, dass man jetzt einen riesen Campingbus hat oder sich einen umgebaut oder einen Wohnwagen, dann hat man im Endeffekt so eine Küchenkiste oder eine Kombikiste, die stellt man einfach ins Auto rein und fährt los. Die meisten haben ein Dachzelt noch drauf und da geht es einfach hier einmal um die Erweiterung. Wenn das Fahrzeug jetzt nicht so extrem hoch ist, dann funktioniert das mit der Schlaffunktion nicht. Aber wenn man zum Beispiel ein Dachzelt oben drauf hat, die Kombikiste hinten rein und man kann sofort los und weg. Und das Auto ist innerhalb von einer halben Stunde ist es fertig zum Verreisen. Und das ist einfach das Schöne daran, dass es einfach fix geht und man keine extrem hohen Anschaffungskosten hat. Daniel, bitte? Entschuldigung. Sowas, wo ich jetzt drauf sitze. In welches Auto passt es? Passt es wirklich in so ein ganz normales Familienauto rein? Hier bei der Größe, wir haben jetzt 1,20 Meter Liegefläche, da müssen wir schon eher Richtung VW Charan gehen, ja. Von der Breite. Man muss dementsprechend für jedes Auto die Schlaffunktion individuell planen. Ne? Die Breite der Liegefläche ist meistens noch unterschieden, weil in der Mittelbereich die Fahrzeuge auch noch meistens enger werden. Da muss diese Schlaffunktion wirklich für jedes Auto nachgeschaut werden. Ja. Aber im Endeffekt die Kombikiste an sich mit ihrer kompakten Form passt so ziemlich in jeden Kombi rein. So, jetzt ist das, du bist selbst Schreiner oder was hast du? Ich bin selbst Schreiner, richtig. Ich habe die Kisten entworfen halt für genau diese Zwecke. Es geht hauptsächlich um funktional, nachhaltig und bezahlbar. Und das im Endeffekt diese Attribute. Wir haben Holz aus Österreich und die Fertigung ist bei uns im Westerwald. Das heißt, wir möchten kurze Wege haben und wirklich das auch nachhaltig produzieren. Und der Vorteil, wie gesagt, die bezahlbare Variante, die ist wirklich sehr günstig in dem Starterbereich. Und da ging es mir halt bei dieser Kombikiste. So, wenn hier vorne steht ein Preis, fertige Kombikiste 1406, Messepreis 1335, was ist denn alles dabei? Also bei der fertigen Kombikiste ist im Endeffekt der gesamte Holzbausatz. Wenn du mir das gerade mal zeigst, also man kann das reinschieben oder wie läuft das? Ja, ein Schwerlastauszug? Richtig, genau. Wir haben einen Schwerlastauszug mit Verriegelung. Dementsprechend ist bei der fertigen Kombikiste ist dementsprechend dieser gesamte Bereich, die Schienen und alles dabei. Was nicht dabei ist, der Kanister, der Gastrobehälter oder diese Kisten. Die Maße für diese Bereiche sind nach Eurobox. Das heißt immer 60 und mal 40. Und in der Höhe genauso. Das heißt, da gibt es verschiedene Höhen, 12, 17, 22 cm. Das könnte man auch dementsprechend anstatt Holzkisten auch ganz normale Kunststoffkisten verwenden. Dadurch, dass ich vom Material Holz lieber mag, habe ich hier dementsprechend Holzkisten angefangen. Die sind aber jetzt im Preis mit drin, die Kisten? Also bei den die Materialkisten noch nicht. Wenn du die mal gerade rausziehst, dass man mal sieht, wie tief die ist. Ist sie tief? Ja. Oh, guck mal hier, lecker rein. Ja, kann man sie mal rausnehmen. Oben?
wenn man das mal sieht. Also das sind Holzkisten, da passt aber jetzt auch diese Eurobox rein, sagst du? Richtig, die ganz normalen Eurobox-Standardgrößen sind das. Das geht halt darum, dass nicht jeder mit der Holzkiste, sage ich mal, auch in den Materialkisten dann mag. Man kriegt auch diese Holzvariante nicht so einfach hergestellt. In der Regel muss man sich die dann auch anfertigen. Aber hier in dem Bereich, wie gesagt, ist es auch ganz normal, wie hier jetzt bei der Gärkiste zu sehen, ganz normaler Eurobox-Standard, passt dann überall rein. Hier, wenn du das mal zeigst mit der Eurobox, die ist so schön schwarz, man sieht sie kaum. Genau, richtig. Also das ist im Endeffekt die gleiche Kiste, ne, von den Maßen her. Wenn du die mal gerade hinten reinsteckst, drüben mal, dass wir das mal sehen. Leider nicht, Geht nicht? weil das ist eine 22er von der Höhe. Und wir haben hier eine 12 cm und eine 17 cm. Das heißt, es gibt die in allen Größen, die Es Eurobox. gibt die in allen Größen, richtig. Also der Hauptstandard ist im Endeffekt 60 x 40, 30 x 40. Das sind so die Standardgrößen von der Fläche und in der Höhe variieren die dann auch nochmal. Die kriegt man aber im Endeffekt von verschiedensten Herstellern. In der Regel in jedem Baumarkt sind die erhältlich. Ja, das Coole ist, hier vorne ist die Holzkiste, das ist die Küchenkiste. Das ist die Küchenkiste, richtig. Das ist so der Alleskönner für den Van, sage ich mal. Wer jetzt zum Beispiel Marco Polo Activity hat, der kennt das, der hat keine Küche bei sich im Auto, möchte aber gern trotzdem verreisen. Das heißt, der nutzt das Auto unter der Woche ganz normal, hat die Kinder etc., fährt Fahrrad oder sonst irgendwas. Und hier ist es dann so, du fährst Wochenende weg, du nimmst dir diese Kiste, die ist auch wirklich sehr leicht, also das ist kein schweres Gerät. Stellst sie ins Auto rein, verspannst die hier durch, zust die fest und fährst los. So, ohne dass du was bauen musst, weil viele sehen das jetzt, denken, oh, das mache ich mir eben mal selber. Das ist eben nicht eben mal selber gemacht. Weil mal eben selber gemacht ist das hier nicht. Also wir sprechen auch hier, alle Bauteile von mir sind CNC gefräst, dementsprechend sehr, sehr hohe Passgenauigkeit, was mir sehr wichtig ist. Wenn der Kunde, sage ich mal, sich das als Bausatz bestellt und nicht als fertige Kiste, ist es so, dass der Kunde sich komplett selber zusammenbauen kann und die Passgenauigkeit sehr hoch ist. Und das ist mir wichtig. Wir haben so eine Kiste in der Regel in 15 Minuten hat ein normaler, mäßig begabter Handwerker die zusammengeschraubt. Ne? Bausatz, oder? Richtig, das ist ein Bausatz. Das ist ein roher Bausatz. Das ist im Endeffekt die Kiste, wie sie zum Kunden ankommt, in der günstigsten Variante. Jetzt hier 439 €. Bei den 439 € ist dementsprechend der komplette Korpus dabei, die innenliegenden die innenliegenden Kisten und ein Zwischenboden. Ne? Und dann kann man dementsprechend sagen, ich möchte noch Zubehör haben, ich möchte ein Waschbecken dazu haben, ich möchte eine Schublade dazu haben. Die Kekse. Die Kekse können wir auch dazu haben. Und hier in der Variante jetzt dementsprechend so gemacht, darauf wollte ich mal zu sprechen kommen, wir haben ja die Möglichkeit, dadurch, dass sie ja sehr leicht ist im Endeffekt, stellst du sie ins Auto rein und wenn du angekommen bist an dem Ziel, ist es ja in der Regel, fährst du im Sommer weg. Das heißt, es ist sehr warm. Und jeder kennt das, der schon mal im Auto gekocht hat oder im Wohnwagen. Es ist meistens immer eine brütende Hitze. Und hier ist es so, du nimmst die Kiste, stellst sie vor den Camper und hier zum Beispiel haben wir ein Batteriefach verbaut, das ist da hinten. Und man kann dementsprechend die Kiste dann auch vorm Camper autark betreiben, ohne jetzt zum Beispiel noch einen 12-Volt-Anschluss zu haben. Okay, das heißt, die Spüle spült, die... Richtig, das funktioniert alles, wie es sein soll. Wenn du mal gerade der Simone ganz unten den Grill zeigst, weil die hat den wahrscheinlich noch nie gesehen, Ja. da ist einer der meistverkauftesten Grills der Welt drin. Kennt ja am Endeffekt jeder. Naja, die Simone Nein, nicht. ich nicht. Echt nicht, oder? Nee, Okay. ich glaube nicht. Dann Weiß ich darfst grad du noch gerne nicht. mal. So, das ist der ganze Grill. Das ist Okay. der ganze Grill. Man dreht den um. Ja. Also ich kenne ihn jetzt, muss ich fairerweise sagen. richtig, Der genau. kennt den nicht. Möchtest du mal? Ja. Vielleicht kriegst du es raus. Also, wir haben hier natürlich in dem Bereich haben wir jetzt noch den Klapptisch. Das ist im Endeffekt der Bereich für den Grill. Ja. Wenn den Da vielleicht kommt dann die einmal Pfanne oder irgendwas drauf, ne? richtig genau. Also er hat hier eine Sicherung, den musst du einmal drehen, Ah, ach so. dann riegelst du den einmal und schon kann es im Endeffekt losgehen. Okay. Ist schon an. Richtig. Das heißt, es geht ratzfatz und darum ging es mir halt. Schnell ins Abenteuer und schnell aus dem Abenteuer heraus. So, das Ganze geht los. Hier vorne Küchenkiste als Bausatz 439 €. Richtig, genau. Also wer jemals bei Ikea war, Wartezeit 3/4 Jahr mittlerweile bei vielen Sachen. richtig, die Qualität eine andere. Hier echtes Holz. Richtig. Also CNC. Massivholz, Fichte und wirklich aus nachhaltigem Anbau. Das ist mir ganz wichtig. Also ich möchte wirklich regional anbauen und möchte auch regional produzieren. Ich möchte nicht diese weiten Wege haben. Das ist mir sehr wichtig. Die URL bei dir? Internet?
Holzkiste www.holzkiste-grau.de. Grau. Ja, Grau. richtig, wie die Farbe. Holzkiste-grau.de. So, vielen Dank fürs Einschalten. Eine ganz alte Firma, muss man sagen. Sie ist 2021 entstanden. Ihr kommt aus Dornburg. Richtig, Dornburg im Westerwald. Die Firma ist eigentlich entstanden 2018. Das Produkt ist aber letztes Jahr erst. War nur Spaß. Ich wollte nur, also eine ganz junge, ein Startup fast. Hier mit Simone und Holzkiste. Kaufst du dir eine? Ja, würde ich mir schon kaufen auf jeden Fall. Das Bett hat dir gefallen. Ja. So ist das, ja, Schlafkomfort. Vielen Dank fürs Einschalten. 15. Juni 2022. Der Caravansalon hätte ich fast gesagt. Nein, wir sind auf der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen. Kommt mal her. Keine Kiste ist wie deine Kiste. Funktional, nachhaltig und bezahlbar. Holzkiste-grau.de. Tschüss.